Assalamu alaikum, liebe Geschwister im Islam. Die Corona-Welle in Deutschland hat spürbare Auswirkungen auf unsere schiitischen, muslimischen Gemeinden. Reihenweise werden Kumail-Veranstaltungen abgesagt, Freitagsgebete, Veranstaltungen für die Geburtstage der Imame, viele Veranstaltungen, Gedenkveranstaltungen, wo man sich normalerweise immer in der Moschee trifft oder in der Husseiniya oder in der Gemeinde mit den Geschwistern zusammen trifft. Die Veranstaltungen werden reihenweise abgesagt. Man hat das Gefühl, unser Gemeindeleben ist komplett gestorben. Und da muss man sich schon fragen, ist das denn noch verhältnismäßig? Natürlich soll man nicht fahrlässig sein, natürlich muss man ein gewisses Verantwortungsbewusstsein haben. Und für die großen Gemeinden, für die Zentren, kann ich es auch verstehen, dass die Veranstaltungen absagen. Aber Kumail abzusagen mit 15 oder 20 Personen, dann muss man sich auch fragen, dann darf man auch nicht mehr zur Schule gehen. Oder bei Aldi einkaufen, in der Schlange stehen auch Leute. Oder mit der Straßenbahn. Oder wenn ihr zur Arbeit fahrt, trefft ihr euch auch mit euren Kollegen. Also da muss man eine gewisse Verhältnismäßigkeit auch mal bewahren. Wenn wir uns einfach die Zahlen anschauen, wie Corona jetzt verbreitet ist, wie viele Menschen auf der Welt sind denn überhaupt infiziert? Vielleicht 100.000, die allermeisten in China. Und von allem, was wir bisher wissen, hat der Virus eine Mortalität von weltweit etwa 3%. Es pendelt sich irgendwo zwischen 3 und 2% ein. Bei Corona müssen vor allem die Leute aufpassen, die Atemwegserkrankungen haben oder die ein gewisses Alter erreicht haben. Corona ist gefährlicher für die älteren Leute. Aber deswegen müssen nicht alle unsere Gemeindeaktivitäten sterben. Nicht jeder ist betroffen und selbst diejenigen, die infiziert sind, sterben ja nicht gleich. Sondern bei den allermeisten ist es ein harmloses Krankheitsbild. Auch im Iran zum Beispiel. Diejenigen, die betroffen sind, das sind häufig Leute, die zum Beispiel im Irakkrieg Chemiewaffen abbekommen haben, deren Atemwege verletzt sind oder die Atemwegserkrankungen haben. Die Leute, die werden schneller infiziert oder die haben größere Probleme, wenn sie infiziert sind. Bei den allermeisten Menschen von uns hat das überhaupt keine nennenswerten Auswirkungen und die sind danach immun. Abgesehen davon gibt es noch so viele andere Viren, vor denen wir uns eigentlich fürchten müssten. Nur wenn wir auf die Zahlen achten, dann gibt es noch so viele Viren, vor denen wir uns sehr viel mehr fürchten müssten als vor Corona. Deswegen sollten wir aufpassen, dass wir diesen Medienhype, den es um Corona gibt, nicht zu sehr übernehmen. Es kann doch nicht sein, dass wir Kumail-Veranstaltungen absagen oder dass wir unsere normalen wöchentliche Gemeindetreffen oder monatliche Gemeindetreffen, dass wir so etwas absagen, weil es angeblich eine Corona-Gefahr gibt. Natürlich werden jetzt einige sagen, ja, aber wenn sich nur einer infiziert, dann können wir das nicht verantworten. Habt ihr auch so gedacht, als die Grippewelle umging? Oder bei anderen Viren? Nein, habt ihr nicht. Deswegen, liebe Geschwister, ist es hier wichtig, verhältnismäßig zu handeln. Imam Khamenei hat ganz eindeutig gesagt, es ist eine Sünde, wenn man fahrlässig handelt und man soll auch auf seine Hygiene und auf die normalen Vorsichtsmaßnahmen achten. Und das ist auch eine gute Tat. Gleichzeitig hat er aber auch gesagt, dass man nicht übertreiben soll. Dass man nicht das ganze öffentliche Leben sterben lässt, weil man Angst hat vor Corona. Es ist auch schädlich für uns als muslimische Gemeinden, wenn wir jetzt monatelang keine Gemeindearbeit mehr haben. Es ist wichtig, liebe Geschwister, dass wir uns nicht von unserer Angst leiten lassen, denn Angst ist ein schlechter Ratgeber. Inshallah hört diese Angst und dieser Hype um Corona bald auf und wir können unsere normalen Gemeindeaktivitäten wieder aufnehmen. Ja, wie denkt ihr darüber? Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Gedanken und eure Meinungen dazu in den Kommentaren verfasst. Und so, Schluss jetzt. Wir müssen das Ganze jetzt abbrechen. Jeder von euch nimmt auch noch eine Handvoll hier, aber nicht so viel, das ist teuer. Wir müssen das jetzt abbrechen. Ihr habt hier irgendwie 600 Abonnenten oder sowas, das ist einfach zu viel. Wir müssen das hier wirklich abbrechen. Das ist nicht dein Ernst, Bruder? Was? Aus Corona-Gründen müssen wir das abbrechen. Also Okay.